Guten Abend, Pastor Tim hier von Bibel Baptisten Gemeinde Hamburg-Stellingen. Wir freuen uns, dass du da bist heute Abend. Und wir haben letzten Mittwoch also Psalm 138, Vers 2 angeschaut. Heute Abend fangen wir mit Psalm 138, Vers 1 und dann springen wir rüber zu Psalm 119, Vers 2, also einige Versen aus Psalm 119. Aber bevor wir dazu kommen, gratulieren wir also Elisabeth Müller zum Geburtstag, auch Gottwin Ebo zum Geburtstag. Gottes Segen wünschen wir euch beide zum Geburtstag und wir freuen uns, dass Gott euch noch ein weiteres Lebensjahr geschenkt hast bei uns. Ja, also Vicky hat Gebetsliste rausgeschickt, auch ein Gemeindebrief hat sie also auch als mit rausgeschickt und auch an die anderen, die gar keine Möglichkeit haben, hier zuzuhören, hat sie auch das, ich glaube, per normale Post ein Brief, einfach Grußwort von Pastor Tim zum Auferstehungssonntag. Wie wir es schon erwähnt haben, also wir sind hier heute Abend bei euch und dann am Freitag haben wir Karfreitag schon und am Karfreitag, also übermorgen, heißt das dann, dass wir um 10 Uhr unser Karfreitag-Gottesdienst, also Web-Gottesdienst halten werden. Und so, wir freuen uns, wenn du auch dabei bist, um daran teilzunehmen. Karfreitag 10 Uhr und dann am kommenden Sonntag, Auferstehungssonntag 10 Uhr, wieder Web-Gottesdienst 10 Uhr. So, das sind die nächste bevorstehende, also Web-Predigte, die wir halten werden. Ja, und auch, ich erinnere euch daran, Dennis Morozov hat also Covid-19-Traktaten, also Coronavirus-Traktaten von Heukelbach bestellt. Ich glaube, er hat die eventuell schon bekommen und du kannst solche Traktaten von ihm abholen und weitergeben. Wir sind sehr dankbar für Menschen, die offen geworden sind. Wir hören aus verschiedenen Ecken von Leuten, die mittlerweile ansprechbar sind, wegen Angst eigentlich in dieser Corona-Krise. Und so, wir freuen uns, dass Gott Menschen wacher macht, dass Gott also ihre Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dass einige zum lebendigen Glauben gekommen sind. Ja, sonst haben wir dann unser Bibeltext, lesen wir, ist nur ein Vers, also vorerst dann, wie gesagt, aus Psalm 138 lesen wir Vers 1 und dann werden wir einige Versen aus Psalm 119 dazu betrachten. Unser Thema heute Abend von ganzem Herzen. Psalm 138, Vers 1 von David. Dir will ich danken von ganzem Herzen. Vor den Göttern, also vor den Fürsten, also die Regierenden, will ich dir Lob singen. Lasst uns beten. Danke, lieber himmlischer Vater, für dein Wort. Lehre uns aus dein Wort. Lehre uns, was es heißt, dir zu dienen von ganzem Herzen, mit dir zu wandeln, von ganzem Herzen dich zu fürchten, dich zu lieben und mit dir zu wandeln. Ja, hilf uns das zu lernen, Herr, aus deinem Wort. All dies von ganzem Herzen zu tun, dir zur Ehre. In Christus Namen beten wir. Amen. Ja, wenn du singst oder Zeugnis ablegst für den Herrn, soll es nicht oberflächlich oder gleichgültig sein. Es soll aufrichtig und von ganzem Herzen sein. David hier im Psalm 138, Vers 1, David will hier dem Herrn von ganzem Herzen danken
und Lob singen. Und wofür? Ja, das kommt in Vers 2, den Vers, den wir letzte Woche betrachtet haben. Warum? In Vers 2 steht es, David sagt, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Also Gott hat sein Wort groß gemacht und David wollte ihm laut Vers 1 deshalb von ganzem Herzen danken. Ja, dein wichtigster Besitz ist Gottes Wort, denn es wird nicht vergehen, sagt Jesus in Matthäus 24,35. Gottes Wort steht fest in den Himmeln, lesen wir auch in Psalm 119,89. Und es gibt auch weitere Beispiele dann hier in Psalm 119 von dem, was du von ganzem Herzen tun sollst. Und das möchten wir hier betrachten. Erstmal schauen wir Psalm 119, Vers 2. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Die ihn von ganzem Herzen suchen. Also was heißt das da? Seine Zeugnisse. Gott, also und wir wissen, wenn du Psalm 119 liest, das längste Kapitel der Bibel, da wird verschiedene Beschreibungsworte für Gottes Wort genutzt. Seine Vorschriften, seine Zeugnisse, sein Wort eigentlich. Oder auch hier, ja, die Zeugnisse bewahren, Gottes Wort zu bewahren und ihn, Gott, von ganzem Herzen suchen. Was lesen wir in Hebräer 11, Vers 6? Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, also Belohner ist, die ihn suchen von ganzem Herzen. Der Mensch, der ehrlich ist und sagt, Gott, ich weiß nicht, wer du bist, wie du bist, aber ich suche dich. Der ehrliche Mensch wird von Gott belohnt. Jener Mensch wird Gott finden. Und das können wir jeden also ganz frei und offen sagen, suche den Herrn. Problem mit den meisten Menschen ist, die meisten wollen Gott nicht suchen. Wie in Jesaja 53 sind wir als verlorene Menschen sind wir wie verlorene Schafe. Wir gehen vom Hirten weg. Wir suchen unseren eigenen Weg. Und das ist das Problem bei den meisten. Aber es gibt einzelne Menschen und vielleicht einzelne Stadien im Leben, wo ein Mensch mal wacher wird, mal ernst wird und mal die Frage stellt, wo ist Gott? Wie kann ich Gott finden? Und das soll man von ganzem Herzen tun, dem Herrn suchen. Ja, in Psalm 119, Vers 10 steht es, von ganzem Herzen suche ich dich. Also diese Wiederholung. Suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Die Verbindung zwischen Gottes Wort und Gott suchen sind hier deutlich zum Ausdruck gebracht. Gottes Wort nehmen und Gott suchen, die passen zusammen. Wo findest du Gott? In seinem Wort. Ja, und daher, er hat uns die Wahrheit in seinem Wort vermittelt und da können wir ihn in seinem Wort suchen und er wird sein Wort nie widersprechen. Und dann noch eins im Psalm 119, 34 schreibt er, gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Das Gesetz, Gottes Gesetz sollten wir, Gottes Wort sollen wir befolgen, wie? Von ganzem Herzen. Herr, ich will das tun, was du mir in deinem Wort sagst. Und nicht etwas auslassen, nicht wenn Gott uns seinen Finger auf unser Leben stellt und sagt, hier oder da, mangelt es in deinem Wandel, in deiner Gemeinschaft mit mir, wenn der Herr das dir klar macht aus seinem Wort, dann
heißt es zu sagen, okay, Herr, ich will diese Sünde loslassen. Ich will diese Gewohnheit ablegen und eine gottselige Gewohnheit anziehen, um dein Wort zu halten, dein Wort also zu folgen und von ganzem Herzen das zu tun, dass ich dir näher komme. Auch Psalm 119, 58 steht es, ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Also dem Herrn anflehen, also zu ihm beten. Ihn suchen in seinem Wort, auch dem Herrn zu ihm flehen, wie von ganzem Herzen. Unsere Gebete mit dem Herrn, unsere Zeit in seinem Wort soll ernst genommen werden, aber auch wenn wir beten, dass wir wissen, wir haben es zu tun mit dem Geber und Erhalter alles Lebens, dem Gott der Universum. Also es soll ernst sein, wenn wir vor ihm ins Gebet treten. Natürlich dürfen wir in frohen Mut in Christum Jesus vor ihm treten. Natürlich dürfen wir als seine Kinder ihn Vater nennen. Und er ist unser lieber himmlischer Vater. Aber er ist auch Gott, wahrer Gott. Und das sollen wir dann auch zum Herzen nehmen. Und wenn wir zu ihm flehen, das nicht leichtsinnig, nicht oberflächlich, sondern von ganzem Herzen zu ihm beten und unsere ganze Aufmerksamkeit darauf hin, dass wir sagen, Herr, ich will also auf dich konzentrieren jetzt in mein Gebet, so wie auch im Wort lesen. Auch dann kommt Psalm 119, 69. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Also erstmal ihn suchen, wo in seinem Wort von ganzem Herzen, ihn anflehen im Gebet von ganzem Herzen. Und was dann hier in Psalm 119, 69, also das Befolgen, die Befehle, also wieder Gottes Wort und seine Befehle, was er uns als Anweisung, was er uns als Befehle gibt, dass wir das von ganzem Herzen tun. Ja, zu Befehl her sollen wir sagen, ich tue das und von ganzem Herzen, ganz gerne. Es hat hier mit Herzenseinstellung zu tun, dass wir nicht leichtfertig mit dem Herrn, mit seinem Wort, mit Gebet, umgehen, sondern dass wir das von ganzer Überzeugung, von ganzem Herzen das auch tun. Dann kommen wir zu Psalm 119, 145. Ich rufe von ganzem Herzen her, erhöre mich, ich will deine Anweisungen befolgen. Also beten wieder. Ich will wissen, Herr, was deine Wille ist. Ich will das tun, Herr, was du mir sagst. Ich will deine Anweisungen befolgen. Herr, sag mir, was ist es? Manchmal lesen wir Gottes Wort. Vielleicht bist du irgendwo im Wort Gottes und irgendetwas ist dir unklar. Und du kannst darüber beten, dass der Geist Gottes das dir klar macht. Es kann etwas damit zu tun haben, irgendein Befehl zu folgen, irgendeine Einweisung aus Gottes Wort, also danach zu handeln. Und wenn es dir irgendwie unklar ist, dann sag dem Herrn, Herr, ich bin nicht ganz sicher, was gemeint hier ist, was dein Wort hier mir zu sagen hat. Natürlich gibt es Hilfsmittel, es gibt Bibelkonkordanz, es gibt Lexikon zur Bibel oder Kommentaren oder andere Hilfsmittel, also auch in der Gemeinde. Also bin ich bereit, wenn einer sagt, darf ich ein Kommentar oder ein Lexikon zur Bibel, Konkordanz oder was ausleihen. Das können wir machen, wenn wir wieder da bei der Gemeinde sind, hoffentlich bis nächstes Monat. Mal sehen, wie das geht. Aber diese anderen Bücher, die uns helfen, Gottes Wort noch deutlicher zu verstehen, dass wir also seine Anweisungen wissen, was er uns zu sagen hat, und dann die Anweisungen, die Befehle des Herrn
also von ganzem Herzen befolgen. Von ganzem Herzen suchen, was Gott will von dir und mir, das sollten wir tun. Und um sein Wort genau zu verstehen, diese Arbeit sollten wir von ganzem Herzen machen, zu wissen, das ist, was Gottes Wille für mich ist. Sein Wort macht es mir klar. Im Gebet suche ich ihn von ganzem Herzen. Er legt es auf mein Herzen. Das ist im Einklang mit seinem Wort. Es ist mir klar, was ich machen sollte. Und so dementsprechend will ich genau das tun, genau wie der Herr das mir aufs Herz gelegt hat, aus seinem Wort, von ganzem Herzen das tun. Ja, und so ist es Gottes Wille für dich und für mich. So solltest du und ich Gottes Zeugnisse, Vers 2, sein Gesetz, Vers 34, seine Befehle, Vers 69 und seine Anweisungen hier in Vers 145 bewahren und befolgen. Von ganzem Herzen sollten wir das tun. Und warum? Warum? Weil er unser Herr ist und uns sein ewiges, unfehlbares Wort gegeben hat, dass er, Vers 2 wieder von Psalm 138, Vers 2, sein Wort, das er groß gemacht hat, über all seinen Ruhm hinaus. Es ist für dich und mich zu überlegen, wenn Gott also sichtbar vor dir stehen würde, wenn Christus Jesus sichtbar vor dir stehen würde, was würde er dir zu sagen haben? Die Tatsache ist, er würde dir nichts mehr zu sagen haben, als was du schon in seinem geschriebenen Wort zu lesen hast. Er hat dir alles gesagt, was er dir zu vermitteln hat, jetzt in dieser Gnadezeit. Und so solltest du, so sollte ich dann sein Wort lesen, lernen und verstehen, also daran arbeiten, dass wir sein Wort genau verstehen und korrekt auslegen, von ganzem Herzen diese Arbeit machen, dass wir dann von ganzem Herzen das, was er uns sagt, befolgen können zu seiner Ehre. Von ganzem Herzen. So sollst du, so sollte ich mit dem Herrn täglich im Wort, im Gebet, im Dienst, in Gemeinschaft, im Glauben mit ihm täglich wandeln. Möge der Herr dir und mir dazu helfen. Einen schönen Abend noch. Wir treffen uns sozusagen übermorgen 10 Uhr am Karfreitag. Einen schönen Abend noch. Dem Herrn befohlen.